In der Medizin der Zukunft wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine entscheidende Rolle spielen. Norddeutschland und insbesondere der Innovationsstandort Hamburg nehmen hier eine führende Position in Forschung und Entwicklung ein. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kooperation. Zahlreiche Akteure aus dem Bereich der Health Innovation arbeiten in Netzwerken zusammen und sorgen so für zukunftsweisende Synergieeffekte. Erstmal sind wir natürlich ein großes Kooperationsprojekt mit über 20 Partnern aus Norddeutschland, also aus Bremen, aus Hamburg, aus Lübeck, aus Kiel. Aber wir streben natürlich auch Kooperationen nach außen an, um das zu vervielfältigen. Auch das in den Cluster Life Science Nord eingebettete Projekt KI6 verfolgt einen solchen Ansatz. Es ermöglicht einen KI-Space für intelligente Gesundheitssysteme. Krankenhausmanagement, E-Health, Pflege und Medizintechnik können enorm von den neuen Technologien profitieren. KI6 stellt damit ein einzigartiges Ökosystem zur Klärung ungelöster Fragen in der Medizintechnik dar. KI-Space für intelligente Gesundheitssysteme. Herr Suttau, was bedeutet das eigentlich? Heutzutage haben wir ganz viele vernetzte, interoperable Daten im Gesundheitswesen und das birgt ein hohes Potenzial, um künstliche Intelligenzanwendungen einfach auf den Markt zu bringen. Dafür haben wir ganz viele Herausforderungen zu meistern in Sachen Datenschutz, Security, aber auch Regulatorik, gerade in der Medizintechnik. Gerade jetzt sind ja auch immer mehr digitale Treffen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sehen die jetzt aus? Wir haben ganz viele verschiedene Netzwerktreffen. Das fängt an bei Informationsveranstaltungen und Webinaren, die man auch hinterher sich nochmal angucken kann, aber auch richtige Kollaborationsworkshops, wo wir miteinander arbeiten und das Thema voranbringen. Und was ist Ihre Zukunftsvision von KI6? Im Prinzip wollen wir ein Ökosystem aufbauen, was sich auch immer an die Anforderungen adaptiert, wo wir eben so Fragen wie Datenschutz, regulatorische Fragestellungen in der Medizintechnik einfach umsetzen und das als Blaupause dann wieder für neue Projekte benutzen kann. Und jetzt wird es auch konkret, denn ich befinde mich jetzt hier in Hamburg bei einem Projektpartner von KI6, nämlich bei der Firma Apocula. Die haben eine Holomedicine-Plattform entwickelt und sind weltweit Vorreiter für innovative Medizinanwendungen mittels Mixed und Augmented Reality. Herr Pelzel, was ist denn das Hauptanwendungsfeld von Apocula? Ja, wir nennen das Holomedizin. Das heißt, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel diese Brille, die HoloLens, aufsetzen würden, dann könnten Sie ganz einfach neben sich einen Arzt aus Singapur sehen und Sie könnten gemeinsam 3D-Daten angucken. Das wären zum Beispiel ein CT, ein MRT und Sie könnten zusammen eine OP durchführen. Und das ist das, was Holomedizin ausmacht. Es gibt keine Grenzen mehr, sondern es kann weltweit eingesetzt werden und alles in 3D. Jetzt haben Sie die Brille gerade in der Hand. Wir sehen aber auch rechts auf dem Monitor jetzt mal die Brille im Einsatz. Würden Sie uns einmal erklären, wie das dann funktioniert? Man sieht jetzt hier auf dem Bild auf der rechten Seite den Dr. Hans von Lücken. Er ist Oberarzt im Marienkrankenhaus und Experte für Tumorchirurgie im HNO-Bereich. Er hat einen Patienten CT aufgerufen. Das ist ein Patient jetzt aus London. Und dort sieht man bei dem Patienten ganz gut, dass er im rechten Auge einen heftigen Tumor hat. Gerade für so komplexe OPs braucht man einfach diese 3D-Sicht. Und inwiefern profitiert Apocula von der Zusammenarbeit mit KI6? Ja, in KI6 haben wir zum einen natürlich gute Gelder bekommen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr gute Projektpartner wie die Uni Bremen oder die Uni Hamburg, der Professor Malaga oder Professor Steinige, die in Virtual Reality, Mixed Reality auch führend sind und mit uns zusammenarbeiten, weil wir genau noch mehr Use Cases bauen wollen, die wir in Krankenhäusern bringen, um so einfach Weltmarktführer zu werden. Das ist unser Ziel. Wie bewerten Sie denn Hamburg als Innovationsstandort? Ja, wir wollen natürlich die Nummer 1 sein in Deutschland, ne? Das ist klar. Aber nicht nur in Deutschland, wir wollen uns ja auch weltweit vergleichen können. Ne? Und das ist ja, wenn Sie heute was entwickeln, dann wird das weltweit eingesetzt. Und es geht nicht mehr darum, dass es nur in Deutschland gut ist. Wir müssen von hier aus global denken. Das ist einfach die Zukunft.